Und wieder mal willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Cthulhu. Wir sind der Anstalt entkommen und das Gebiet kennen wir ja schon. Anscheinend, ja, wir sind in der Villa. Und, okay, die stehen unten. Dann gehe ich jetzt mal hier. No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. No. Nein, 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 nein. You're awake, Mr. Pierce. Ja, How do you feel? gut. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it? Mr. Pierce, are you all right? Oh. You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Mit Colden, mit Bradley. Mit Colden, mit Bradley. Ach so. Hier. Ich nehme mal das hier. Ich will. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain. Tell Er ist durch die me Luft how Mr. geflogen und dann wurde ihm das Sanders Kreuz gebrochen. Hm? I didn't see Gut, what, was war denn jetzt? but something was there with us. died. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Mhm. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. Dies wird dein Schicksal I'll go to see verändern. Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Okay, Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Okay. The other night's events are still confused in my head. Schauen wir kurz mal im Tagebuch nach. Wir haben den 52-jährigen Dr. Fuller, den Oberarzt im Riverside-Institut. Dr. Fuller ist der unangefochtene Kopf des Riverside-Instituts und Herr der Kellergewölbe, in denen er verbotene Experimente an seine Patienten durchführt. Ich weiß nicht, was er mit mir angestellt hat, aber nach meinem Unfall beim Anschluss zum Tunnel unter dem Anwesen Hawkins sollte ich nicht schon wieder auf den Beinen stehen. Sollte ich nicht? Dieser Mann ist gefährlich und ich könnte schwören, dass er mehr über all die Vorgänge hier weiß, als er erzählen möchte. Okay, dann gehen wir mal raus. Oh, das ging jetzt schneller als gedacht. Zum Wohnsitz der Sanders. Ach,
Ach ja, ich könnte vorlesen. Pierce, Colton und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlürfer zu sprechen. Den der Mann vor seinem Tod erwähnte. Alter. Und wir betreten den Wahnsinn. Hallo, Wahnsinn? Ja, ich bin der What can I Wahnsinn. do for you, sir? Ich suche den Wahnsinn. Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Meow. Oh. Meow. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Jo. Vielleicht. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Doch, jetzt zittert's aber. Of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Also das ist ja wirklich schreien direkt vor meinen Augen. Was ist das? Psychologie-Profi? Ach nee, ich nehme mal Psychologie-Profi. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? Jetzt ist es immer so. This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ja, das wird mich eigentlich auch interessieren, ne? Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. Aha, okay. It's exhibited at the center of the gallery.
No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be Irene long. Sanders. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Was haben sie hier alles? Ja, ja, ja. Alles klar. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Foto von Sarah Hawkins neben Sanders. Sie müssen sich wohl nahe stehen. Die sieht doch voll dick aus. Hallo? Hallo? Okay, machen wir hier. A house of artists. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Und das ist er wohl hier. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Und sie eifersüchtig She ist. first refused to sell the painting. How did that make her feel? Ihn auch noch? Nee. Was war das? Er hat sich die Augen rausgerissen. The Shambler. I need to see it. Was ist das hier? Did she really care for him after all? Bindung schreiben. Sehr geehrte Dame, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, indem Sie den Leichnam des verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichneten Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenem Ermessen zu beseitigen. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen. Thomas Fuller. Tja, ich muss nicht sehen soll, was mit ihm passiert ist. Das. Soll und darf ich hier rumschnüffeln? Okay. Was haben wir hier? Let's see what this cylinder has to say. Francis Sanders Walze. Eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders seiner Frau Irene überlassen hat. Alles klar, klauen wir einfach mal. Könnte man hier einsetzen, ha? Irene, I made a mistake. Hat sie das schon gehört? I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah.
Okay. Wahrscheinlich könnte ich da mehr Sachen einsetzen, ha? A strange Amerindian pendant. Ein altes Amulett, vermutlich indianischen Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck es wohl hatte. Alles klar, nehmen wir auch mit. The Whale and the Cod. Der Wal und der Dorsch oder eine kurze Geschichte von Darkwater von Irvin Greenmouth. Dieses Buch beleuchtet den Ruhm vergangener Tage. Wir klauen einfach mal hier ein bisschen. Strange. Die von Sarah For Hawkins. months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. Oh. Another volume of the Reverend's Tagebuch wife's der Frau diary. von Reverend. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Reverend seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen, von ihrer Vision eines von Gott gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal leiden wie der verlorene Stamm. Dissertation über eine Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Okay. Was haben wir hier noch? Das Buch lesen. Malleus Bestiarum Band 2. Es ist eine Art Lexikon... Oh, das wird dein Schicksal verändern. Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Ich sollte vielleicht auch mal die Bücher drehen, hä? Hallo! Schlüssel zur Senders-Galerie. Okay. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I have a well-off client in Boston Ach nee. about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, Detective. The pretext? The body language? I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. Ja. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Was denn? Ich gehe da rein. Schauen wir uns hier mal um. Komische Tafeln. Dolch. Gemälde. Ne, komische Figur. Sieht ägyptisch aus. Noch mehr Dolche. Okay. Das ist Sphinx mit einem Totenkopf. Irgendwas hält er in einer Hand. These artifacts date from pre-Columbian times. Oh,
Nee, oder? Oh. Okay, ich kann mich verstecken. Dann kann ich mich verstecken. Alter. Alter, das ist nicht gerade klein, was die hier haben, ne? The public entrance to the gallery. Okay. The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Also es sieht schon irgendwie, hat es was, ne? Okay. Bär und Robbe. Anscheinend. Körperwelten. Das ist halt. Den schauen wir zuletzt an. Die gleichen Figuren hier in klein. Das sieht sehr löwenhaft aus. Hier ist der Schädel, den wir vorher in dieser Vitrine gesehen haben, in groß. Das ist unheimlich, weil der so schwarze Augen hat. Was ist das? Ah, Öl. Okay, cool. Why was he so interested in old weapons? Und das ist er. Das macht verrückt. Oh, ich gehe noch näher dann. Das sieht plötzlich so anders aus. Ich hätte eher gedacht, fürs Schränke verstecken wäre die andere da, diese Ganovenbraut. Aber dass jetzt da ein Dämon im Endeffekt kommt. Den Schlürfer untersuchen. Das möchte ich jetzt auch gerne wissen. Und ist es real? Ja, es scheint real zu sein. Oh Gott. Hallo? Okay. Das war ein Fehler. Geh weg. Fuck, ey. Verstehe ich nicht. Damn. Did it hit? Maybe I can use this dagger. Das ist nicht gut. Oh Gott, ich kann jetzt. Ich kann mich wehren, okay? Was ist das hier? Öl! Nein. Okay, wenigstens ist der Charakter so... Oh Gott, was muss ich denn meinen?
Nimm es mit! Ah, okay, ich wechsle praktisch. Ich kann die Messer wechseln. Ich muss mal was probieren. Gott. Oh. Oh. Okay. What the hell was that? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Okay, langsam auf jeden Fall. Langsam, leise. Ich krieg praktisch nur Messer raus. Da war er. Verdammt, ich hätte gedacht, der wäre schon weiter. Habe ich jetzt das wieder gesehen? Zum Verstecken in den Stand drücken. Was muss ich machen? Das da drin tut mir auch nicht gerade gut, ne? Komme ich da raus? I can't even touch it. Damn. Maybe. Ist mir egal. Use this dagger. Ciao! Aber mit was muss ich diesen Dolch benutzen? Muss ich da irgendwelche Sachen... Da ist ein Dolch. 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 Überall ist ein Dolch. Gut. Also ein bisschen weg. Muss ich beim Bild irgendwas machen? Okay. Beim Bild. Damn it. Okay. Okay, ich muss unterschiedliche ich muss irgendeinen speziellen Dolch haben. Spezieller Dolch, gib mir einen speziellen Dolch. Der Dolch ist gut. Der ist es. Nein, der ist es nicht. Ciao. Okay, der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. I have to use a specific dagger. Ja, das ist mir auch klar. Der ist es. Komm schon. Der ist auch nicht? Tschüss. Nimm halt den. Komm schon. Nein! Oh. Fuck, ey. Was für ein Dolch. Ich bin... Entweder check ich es gerade nicht oder ich hab... einfach keinen Bock, es zu checken. What the hell was that? Da haben wir alle Dolche durch. Da war's. Okay. Ah, leckt mich. Ich wüsste nicht, was für ein...
down. This dagger looks different. Das ist der Richtige. Das muss der Richtige sein. Oh. Schneidet sich die Hand ab. What's the matter with you? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Ja. Das kann ich nicht, Okkultismus-Profi. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Mit? I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Irgendwie glaube ich, dass sie mir glaubt. Hey, schauen wir das Kapitel durch. Die namenlose Buchhandlung. Der Schlürfer erwies sich als viel mehr als nur eine von Sarah Hawkins gemaltes Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es der Detective, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer der namenlosen Buchhandlung, an Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, dem Laden einen Besuch abzustatten. Und diesen Besuch sind wir in der nächsten Folge, in der nächsten Folge von Call of Cthulhu. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.